Hi, Dennis Lies mein Name und im heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Beatshake aus meinem ersten Tutorial auf YouTube nacherstellt. So, hier in DaVinci Resolve suchen wir unseren Clip aus, den wir haben wollen. Und zuallererst fügen wir einen Adjustment Clip ein, setzen wir auf unseren Clip oben drauf, den ziehen wir einmal komplett über den ganzen Clip. Hier drücken wir Rechtsklick, Open in Fusion Page. So, ich schicke mir das zurecht. Zuallererst brauchen wir eine Transform Node. So, und nach der Transform Node brauchen wir eine Lens Distortion Node. Wichtig ist, dass wir die hier nehmen. Also wirklich Doppelklick auf der drücken, nicht auf die hier. Deaktivieren wir die Lens Distortion Node, da wir die jetzt erstmal nicht brauchen. Das dazu später. In unserer Transform Node machen wir jetzt erstmal einen kleinen Zoom. Zuallererst gehen wir zu unserem Anfang in unserer Timeline, setzen einen Keyframe bei Size und gehen, sage ich mal, dahin, wo der Pump einsetzen soll. Ich mache das jetzt einfach mal hier beim 100. Frame, setze einen weiteren Keyframe und gehe ein paar Frames zurück, so ungefähr 30 Frames hier, Frame 70. Zoome ich jetzt mal ein bisschen rein. Jetzt setze ich halt gleich nochmal einen Keyframe bei Angle. Das mache ich auch hier und hier, also einmal am Anfang und am Ende, sowie da, wo der maximale Zoom ist. Und versetze das hier nochmal ein bisschen. Ähm, ja, so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Wenn ich das Ganze jetzt einmal abspielen lasse. Ja, das gefällt mir, okay. Jetzt kommen wir zu unserer Lens Distortion Node. Wir aktivieren erstmal die Node und jetzt haben wir unter Distortion den Slider. Den setzen wir zuallererst auf 0. Wir haben ja hier den Frame 70, den wir uns merken müssen, und den Frame 100. 100 ist nämlich der Endframe, wo der Shake-Effekt dann einsetzt, und bei Frame 70 ist die maximale Verstärkung. So, und wir setzen jetzt erstmal hier einen Keyframe bei Distortion, ziehen das Ganze einmal komplett hoch, wie wir es haben wollen. Ich mache das jetzt mal komplett auf 1. Und bei der 100, wo das Ganze enden soll, ziehe ich das Ganze auf 0. Und am Anfang setze ich auch nochmal einen Keyframe und setze das Ganze auch auf 0. So, wenn wir das Ganze von Anfang an abspielen, sieht das Ganze auch schon ziemlich gut aus. So, gehen jetzt erstmal in unseren Spline-Editor, wählen unseren Transform-Node und Distortion-Node aus, klicken auf den Button, um alle Keyframes zu sehen, markieren alle Keyframes, wir können auch unten auf diesen kleinen Button hier drücken und drücken einmal S oder den Button hier. So, wenn wir das Ganze zum Schluss jetzt abspielen, sieht das Ganze noch ein bisschen zu langsam aus für so einen Pump. Deswegen wählen wir unseren letzten Keyframe hier aus und ziehen den einmal so ein bisschen nach oben, so wie die hier unten. Falls ihr hier kein Kästchen habt, mit dem ihr die verschieben könnt, wie hier, dann müsst ihr einfach mal ein Kästchen drüber ziehen und auf Linear klicken, dann erscheinen die. So, und das gleiche macht ihr hier auch nochmal. Den zieht ihr auch ruhig. Ja, ich zoome jetzt mal ein bisschen hier raus, damit man das erkennt. Den zoome ich mal hier so. Den stellen wir jetzt einmal so ein. Und den anderen hier unten, den würde ich jetzt nicht verstellen. Das ist ja die Rotation. Den würde ich Standard lassen. So, wenn wir das Ganze jetzt einmal angucken, müsste das ziemlich schnell zurückspringen. Und das wollen wir haben. Nun gehen wir wieder zurück in unsere Edit-Page. Das war unser einer Effekt hier. Bei Frame 100 hier endet das Ganze. Hier können wir mal drauf gehen und wieder zu unserer Edit-Page. So springen wir direkt zu dem Punkt hier und können wir unseren Adjustment-Clip bis dahin mal verkürzen. So, was wir jetzt brauchen, ist einen weiteren Adjustment-Clip. Den ziehen wir wieder in unseren Clip. Kürzen das Ganze. Können wir auch hier zurechtschieben. Dem Adjustment Clip wenden wir einen Shake-Effekt ein. Da gehen wir auf OpenFX und geben einfach ein Shake. Da haben wir den Kamera-Shake, den ziehen wir einmal drauf. Ihr könnt meine Settings hier beim Kamera-Shake ruhig kopieren. Was ich nur verändert habe, war Pan, Tilt, Rotation und PTR. Das sind die 4, die ich verändert habe. Und wir setzen jetzt am Anfang Keyframes bei Pan und Tilt, sowie bei Zoom to Crop.
Jetzt gehen wir einige Frames nach vorne, bis wohin der Shake halt aufhören soll. Ich sage einfach mal jetzt ungefähr hier. So, und jetzt ziehen wir Pan, Tilt, einmal komplett auf 0, sowie Zoom to Crop, den ziehen wir auch auf 0. Wenn wir uns das Ganze angucken, sieht das ziemlich gut aus. Was wir jetzt noch haben, sind schwarze Ränder, die wir hier außen sehen. Um die zu beheben, gehen wir in unserem Inspektor wieder bei Camera Shake und hier haben wir Border Type. Hier gehen wir das Ganze einmal auf Reflect ein und schon sind sie verschwunden. So, das war's auch schon zu dem Effekt. Liebe Grüße nochmal an Alex Pixels, der mir die Frage auf Instagram gestellt hat. Wenn ihr auch irgendeinen Effekt sehen wollt, schreibt es mir gerne. Ich werde mich ransetzen und ein Tutorial auch dazu drehen. Zurzeit sitze ich noch an einem Pixel-Sorting-Effekt, der auch ziemlich gut aussieht und der kommt auch die Tage online. So, liked, subscribe und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.